Der Fünfzylinder treibt mir Grinsen ins Gesicht, weil ich liebe diesen Sound. Der Fünfzylinder-Sound ist ein ganz spezieller, finde ich. Also so wie so ein VR6-Sound, Fünfzylinder oder V8-Sauger, ist ja egal. Für mich ist es der Fünfzylinder, der diesen besonderen Reiz an Sound macht. Man vermutet es halt nicht in dem Passat. Ne? Also wenn wir zum Beispiel mal in der Kolonne fahren, keiner guckt nach dem Passat. Also vor allem speziell, weil das Modell von außen halt schlicht aussieht. Ne? Und wenn man dann halt die Klappe aufmacht oder mal kurz durchlädt, also alle suchen das Auto, aber niemand guckt auf den Passat. Und das ist halt, also ist halt so ein bisschen dieser Inkognito-Modus, der mir halt sehr, sehr gefällt. Und der Fünfzylinder war halt wie immer, also für mich immer der Sound, den es zu machen gibt. Also es gibt nichts, was an den Fünfzylinder-Sounds rankommt, meiner Meinung nach. Also generell Passat, ohne jetzt mal erstmal den Umbau, ich hatte ja vorher so einen Biturbo gehabt, Diesel, der hatte auch schon ordentliche Leistung gehabt, hat aber Emotionen ein bisschen gefehlt. Und Passat und Limo fahren, also generell Variant fahren, ist für mich einfach, das ist wie so Gleiten und Segeln. Also ich bin ein sehr bequemer Fahrer, ich bin ein sehr entspannter Fahrer und der Passat war für mich das perfekte Auto. Tatsache war ein RS6 vom Innenraum damals zu klein und ein RS4 erst recht. So, Passat, weil auch mein Vater den früher gefahren hat. Ich denke mal, das hat so ein bisschen noch Nachgehalt. Ist es halt einfach schon seit jeher ein Passat geworden, einfach weil halt Kindheitserinnerungen ein bisschen dranhängen. Zum Beispiel, als mein Bruder jung war und besoffen ins Auto gekotzt hat und mein Papa ihm das per Hand hat ausschöpfen lassen. Ja, und seitdem ich meinen ersten eigenen Passat hatte, seitdem ist Passat mein Auto. Also ich will auch kein anderes haben. Angefangen hat das Ganze mit Tatsache mit dem Luftfahrwerk. Damals war ich auf der Suche, man kennt ja die üblichen Peppergrounds und die ganzen Umbauten machen, aber niemand hatte damals die Einbindung in diese DCC-Steuerung vom VW, also mit Sport und so. Und da bin ich zu Werk 2 gekommen und da habe ich damals den Umbau gemacht. Und war auch mega zufrieden, der Kofferraum ist clean, die sind alle versteckt in den Seiten. Ich konnte meine Reserveradmode damals noch nutzen, was für mich sehr wichtig war, und halt den Kofferraum für meinen großen Hund. So, und dann bin ich damals schon mit Werk 2 ein bisschen in Kontakt getreten mit Reinhard und da haben wir überlegt, Mensch, was können wir hier noch so machen? Na, sind wir auf Fünfzylinder gekommen, weil Fünfzylinder-Affinität, und dann, naja, lassen wir. Ne? Teuer, lohnt nicht, ich pendel viel. Dann kam Corona und dann haben sich ja die Kilometer bei mir durch Homeoffice fast, mehr als halbiert, fast geviertelt. Und dann kam halt damals der Schicksalsschlag mit meinem Vater, dass er halt an seiner Vorerkrankung dann halt irgendwann gestorben ist. Und der hat so viel vorgehabt in dem Leben, ganz viel, und hat aber eigentlich nur gearbeitet. Immer nur gearbeitet und nie auf sich geguckt und hatte eigentlich, glaube ich, noch viel Träume gehabt. Und mein Traum war der Fünfzylinder. Dann kam der Anruf von Reinhard, du, ich habe hier ein super Technikpaket, musste ich aber bis morgen entscheiden. So, dann hatte ich das halt mit meinem Vater im Hintergrund. Dann muss ich aber sagen, war der ausschlaggebende Punkt Tatsache meine Freundin, die null Kontakt mit Autos und Tuning und generell hat
Und die hat nur gesagt, willst du das gerne machen? Da habe ich gesagt, ja, na dann überleg nicht. Und dann habe ich noch am selben Tag angerufen und habe gesagt, komm, bestell das Paket, wir fangen an. Mit dem Umbau kamen dann natürlich auch neue Bremsen, Porsche-Sattel, hinten größere Scheiben, also sehr viel. Wir haben im Vorfeld schon das Radio vom Facelift drin gehabt, wir haben Prototypenleisten gehabt, die ja nicht gibt in dem Modell, die rein weiß sind, sonst gibt es nur farbig oder ohne irgendwas. Es ist schon sehr viel hier hineingeflossen, auch Arbeit, die man ja nicht sieht, zum Beispiel Nebelscheinwerfer wurden 3D gescannt. Quasi dann modelliert, dass man jetzt ein Gitternetz vorne drin hat, damit da kein Loch drin ist. Wir haben Kleinigkeiten wie elektrische Heckklappe. Jetzt die RS3 Sitze sind das Neueste, was ich drin habe, weil VW hat einfach keine schönen Sitze in dieser Modellreihe. Und wir brauchten halt irgendwas, was dem Auto entspricht. Ne? Und was würde mehr entsprechen als die Sitze aus dem Modell TTRS RS3 vom Motor. Ne? Und die sitzen die auch super. Und die haben wir dann auch eingebaut. Die hat dann Werk 2 noch richtig verdrahtet. Das heißt komplett mit dem originalen Stecker. Alles funktioniert wie original. Das war immer einer meiner größten Ansprüche gewesen, weil wir mussten auch später nochmal die Steuerung im Prinzip erweitern vom Luftfahrwerk, weil mein Kollege hat hinten drin gesessen und hat sich gewundert, was hier so pumpt und rasselt. Da habe ich gesagt, das ist der Kompressor. Das war ein älterer Kollege und der konnte ja nicht verstehen, ja, warum Kompressor? Ich habe gesagt, weil ein Luftfahrwerk drin ist. Hat er gesagt, das ist ja scheiße. Naja, und das hat mich dann auch dazu bewegt, so, wenn auch ein Normalo muss das Auto irgendwie mögen, der muss nicht damit klarkommen, dass irgendwas macht und tut. Dann haben wir den noch erweitert um 2 Tanks, das heißt, er zieht jetzt viel weniger, das ist jetzt noch mehr original, alles. Also mein Anspruch war halt wirklich so OEM wie möglich, aber so schnell wie möglich. DTA hat damals extra die Auspuffanlage, Prototypen-Auspuffanlage gebaut. DTA kannte ich vorher nicht. Eine super Auspuffanlage mit einem Vorkammer-Endschalldämpfer, wo die Abgase quasi immer komplett durch den Endschalldämpfer durch müssen, bevor sie rausgehen. Dadurch war er im Standgeräusch so ja leiser als mein Diesel gewesen. Ich hatte halt vorher einen Diesel so ja drin gehabt, Biturbo-Diesel mit knapp 300 PS, Software. Und da wurde halt der komplette Umbau halt auch gemacht. Achse mussten wir hinten vom RS3 nehmen, Haldex, Getriebe, weil man konnte nicht, der DQ500 war schon im BTD drin, aber konnte man nicht Tatsache verwenden. Also neue Getriebe, neue Software. Und das war, die größte Schwierigkeit war Tatsache die Software, weil der TTRS-Motor ist MQB-Plattform, genauso wie der Passat. Also rein mechanisch war der Aufwand, sag ich mal, eine 6 von 10. Aber Software und Verdrahtung war halt eine 11 von 10. Also das war wohl, da bin ich mit Reinhard auch ab und zu dann schon wegen terminlicher Sachen, weil das ist mein Daily. Also ich fahre den jeden Tag und ich bin Pendler. Und da sind wir auch dann zum Schluss schon ein bisschen aneinander geraten, weil aus einem Monat wurden 2 und aus 2 wurden dann 3. Aber dafür ist es halt wirklich so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wenn jemand drin guckt, der nicht wusste, dass es ein anderer Motor ist, und da muss ich auch großes Lob an Werk 2 ausgeben. Für den Einbau haben sie super gemacht. Und ja. Meine Madame, da möchte ich mich sehr bedanken. Die hat damals alles angeleiert. Sie hat damals mich überzeugt, das zu machen. Und hat mich auch in jeder Phase unterstützt, manchmal so ja finanziell. Und ansonsten halt Martin, Sebastian, die waren die beiden, die am nächsten an der Sache dran waren. Sebastian, mit dem ich schon ewig darüber diskutiert und gemacht habe. Martin, mein alter Bundeswehrkumpel, den ich schon seit 17 Jahren kenne, der früher schön Jubi GTI gefahren hat, danach selber 3 BG gefahren hat.
und der auch Feuer und Flamme für die Sache war und mich auch immer, also man zweifelt ja zwischendurch, ne? Macht das Sinn, sowas, ist doch eigentlich total dämlich. Ist ja nicht für die Rennstrecke gedacht, muss man ja auch sagen, ne? So ein Passat ist nicht für die Rennstrecke gedacht. Und da halt so ein Motor mit Software ist halt eigentlich, aber die haben immer gesagt, nee, du machst es genau richtig und ich bin im Nachhinein, also bei den dreien vor allem echt dankbar, dass die mich auf diesen ganzen Weg unterstützt haben, mit mir das auch durchgestanden haben, weil es gibt immer Komplikationen bei sowas. Und selbst als wir das Auto damals abgeholt haben, sind Kleinigkeiten gewesen, aber waren halt Sachen, wo Autonormalbürger sagen würde, oh, das Ding fahre ich einfach im Fluss und dann ist gut. Nee, bei den dreien, ansonsten alle, die mich halt so kennen, weil wir sind ja hier so eine kleine Clique, sage ich jetzt mal. Ob Kai, ob Romano, ob, also sind halt viele, sind halt mehrere, ne, die immer gesagt haben, ja, das finde ich toll, das macht das ruhig und zieht das bis zum Schluss durch. Natürlich auch bei meiner Mutter, muss ich sagen. Meine Mutter hat die ganze Scheiße ertragen, weil ihr Auto habe ich in der Zwischenzeit immer, wenn die Karre weg war, nehmen müssen. Und ansonsten, ja, alle, selbst die Leute auf Instagram, die nette Sachen geschrieben haben, auch die unnette Sachen geschrieben haben, oder selbst die lustig waren, die mich gefragt haben, ob ich einen RS3 auf Wish bestellt habe, selbst die, bei denen bedanke ich mich auch, weil bestärkt mich auch immer ein bisschen, wenn man nicht nur Liebe kriegt. So Leute, dann vielen Dank, dass ihr euch das Video von meinem Passat angeguckt habt. Lasst mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal auf jeden Fall. Die Leute sind mega cool, das zeigt euch so, wie es ist. Ich habe selten so ein entspanntes Videodreh gehabt. Lasst auch gerne mal einen Kommentar da, was ihr von dem Passat haltet oder was ihr vielleicht besser machen würdet oder vielleicht was Anregungen wäre, was man als nächstes noch machen könnte, weil ich bin selber zurzeit auf der Suche, was man noch so machen könnte. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Aber abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.